Er war wohl eher trocken in seiner Art. Er galt als schroff. Überzeugt von seinem Genie, Ein Kämpfer, willensstark, zäh, ein Arbeitstier und ein Rebell. Eine Zeit lang hatte er nur Feinde. Er gab niemals nach. er versuchte nicht zu verführen, nicht einmal die Pompadour. Er diente der Kunst, nicht der Pariser Oper, sondern nur seiner Sache. Seine Musik war für die Zeit hochkompliziert. Zu viele Akkorde, Rameau, du ermüdest uns. Dabei waren sie sein Ein und Alles. Gemessen an seinen Zeitgenossen war seine Leistung phänomenal. Er steht auf einer Stufe mit Bach und Händel. Die gleiche Poesie und Fantasie und die gleiche technische Virtuosität. Nur französisch. Folgt mir, Monsieur. Tja, hier wären wir nun. Ich hoffe, es ist euch genehm. Das, was ihr da von mir erwartet, Monsieur, nun, das bin ich nicht gewohnt. Ich vermeide gewöhnlich Vertraulichkeiten. Nun denn, ihr habt sicher Notizen zu Papier gebracht und aller Art Fragen. Hippolyte Aricie, wahrlich eine Reise in die Vergangenheit. Schreibt ihr bereits an einem Nachruf? Ich bin alt, ich weiß, aber dennoch habe ich noch viel zu sagen. Auch wenn das Voltaire und diesem Teufel Rousseau missfällt. Beginnen wieder mit Monsieur, meine Oper Platée. Feiert bald Premiere an der Königlichen Musikakademie. Und mir steht die Arbeit zurzeit bis zum Hals. Nun, worauf wartet ihr noch? Ich bin bereit, Monsieur. Jean-Philippe Rameau, der größte französische Komponist des 18. Jahrhunderts, war nie sehr umgänglich. Paris 1733. Hippolyte Aricie, das erste Operndrama von Jean-Philippe Rameau, erntet heftige Proteste. Die Besucher zeigen sich entrüstet. Wer hat diese Musik geschrieben? Der Komponist soll sich zeigen. Woher kommt er? Wer ist er? Hinter den Kulissen verfolgt Rameau den Tumult mit wachsender Verzweiflung. Sein Lebenstraum scheint schon ausgeträumt. Jean-Philippe Rameau wird 1683 in Dijon geboren. 2 Jahre vor Bach und Händel und noch unter der Regentschaft von Ludwig XIV. Seine Kindheit und Jugendjahre liegen weitestgehend im Dunkeln. Tief in den nachtschlafenden Fluren des ehemaligen Palastes der burgundischen Herzöge lagern die Schriftstücke, in denen die Familie Rameau erstmals genannt wird. Über die Schätze wacht heute Eliane Lochot, die Leiterin des Stadtarchivs von Dijon.
Als erstes habe ich natürlich die Taufurkunde von Jean-Philippe Rameau herausgesucht. Sie stammt aus der Stiftskirche Saint-Étienne. Offenbar besaß der Vikar keine besonders schöne Handschrift. Sie ist nicht ganz leicht zu entziffern. Bei Beruf des Vaters strich er die erste Angabe Organist wieder durch, schrieb stattdessen Bürger und später dann Organist in Dijon. Welche Ausbildung der junge Rameau im Einzelnen genoss, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Sicher ist nur, sein Vater Jean Rameau gab Orgel- und vor allem Cembalo-Stunden. Auch seinen Sohn Jean-Philippe machte er mit der Musik vertraut. Wie überhaupt die gesamte Schar seiner Kinder, die allesamt exzellente Musiker geworden sind. Es wurde oft angenommen, die Familie sei eher zufällig ins Musikmilieu gelangt. Das stimmt nicht, denn die Rameaus pflegen enge Verbindungen zur örtlichen Musikszene und die Musikwelt von Dijon ist im ausgehenden 17. Jahrhundert extrem mannigfaltig. Viele große Musiker zeigen in Dijon ihre ersten Knospen und feiern später ihren Durchbruch in Paris. Der Tod der Mutter im Jahr 1697 stellt die Weichen für Rameaus weiteren Lebensweg. Er ist gerade mal 15 Jahre alt und muss, um die Familie zu unterstützen, seinem Vater beim Orgelspiel in der Stiftskirche Saint-Étienne assistieren. Doch der junge Mann ist ein unruhiger Geist, den es in die Ferne zieht. Und schon bald verlässt er Dijon. Nach einer kurzen und wenig ergiebigen Studienreise durch Italien zieht Rameau als Geigenspieler mit einer Truppe Wandermusikern über die Straßen des Languedoc und der Provence. Mit 18 tritt er eine Organistenstelle in Avignon an. Mit 19 spielt er Orgel in Clermont-Ferrand. Dann, 1706, sucht er sein Glück in Paris und veröffentlicht dort eine Sammlung von Cembalo-Stücken. Denn Rameau spielt nicht nur, er komponiert auch. Aber der erhoffte Erfolg bleibt aus und Rameau kehrt in seine Heimatstadt zurück. Von hier geht es nach Lyon, dann erneut nach Dijon, wieder Lyon und ein zweites Mal nach Clermont-Ferrand. Er hält es nicht lange an einem Ort aus und bei Bedarf löst er seine Verträge mit einem Paukenschlag auf. Doch dann, mit 40, hat er genug von diesem unnützen Leben. Jean-Philippe Rameau dürstet nach Anerkennung und Erfolg und er beschließt, dahin zurückzukehren, wo jetzt die Musik spielt. Nach Paris. Seit dem Tod Ludwig XIV. Hatte Paris Versailles den Rang abgelaufen. Der Herzog von Orléans, der dem Königreich bis zur Mündigkeit des Thronfolgers Ludwig XV. Vorstand, war kein Freund von Versailles. Er zog seine Pariser Residenz im Palais Royal vor. Versailles wurde also aufgegeben und das Machtzentrum in die Hauptstadt verlegt. Der Hofstaat und die Künstler des Königreichs zogen nach. Jahre später wird Ludwig XV. Nach Versailles zurückkehren und dem Hof zu einem Ruhm verhelfen, der ganz Europa überstrahlt. Zu verdanken war dies insbesondere der Favoritin des Königs, der Marquise de Pompadour. Aber die Hauptstadt wird ihre gewonnene Macht nie mehr abgeben. Jean-Philippe Rameau hatte begriffen, wenn er als Komponist Erfolg haben will, muss er nach Paris und er muss dort Einlass finden in einen Kreis, der so illuster wie gnadenlos ist, in die Königliche Musikakademie. Ja, er muss die Pariser Oper erobern. Als Rameau 1723 nach Paris kommt, ist ihm die Königliche Musikakademie verschlossen, also die Pariser Opernwelt ganz generell. Und zwar aus gesellschaftspolitischen Gründen. Er hat keinen Gönner, er ist kein Höfling, er steht in Paris ganz alleine da. Und das reicht nicht aus. Aber er muss praktische Erfahrungen sammeln, also führt ihn sein Weg zum Jahrmarktstheater. Als ich damals nach Paris zurückkehrte, war Louis XV gerade gekrönt worden.
Ich war dort auf Einladung von Piron. Ihr kennt doch meinen Freund Piron, den Autor vom Jahrmarktstheater Saint-Germain. Er hatte mich gebeten, die Bühnenmusik zu einer seiner Komödien zu schreiben. Ein wunderschöner Auftrag. Ich liebe die Jahrmärkte. In Paris gab es damals den Jahrmarkt von Saint-Germain und den von Saint-Laurent. In großen Hallen fand man ein breites Unterhaltungsangebot, welches beim Volk sehr beliebt war. Es wurden allerlei Waren verkauft, Akrobaten traten auf, es wurden Spiele veranstaltet und es gab Theateraufführungen. Das war das Jahrmarktstheater. Zusammen mit dem Autor Alexis Piron bringt Rameau kleine Opernkomödien auf die Bühne, Schelmenstücke. Diese lustigen Geschichten haben nichts mit der Pariser Oper zu tun, wirklich absolut nichts. Das Vaudeville ist keine ernste Gattung, es dient der Volksbelustigung. Piron und Rameau scheinen sich prächtig zu amüsieren. Neben Alexis Piron gibt es dort natürlich noch andere Librettisten. Das Jahrmarktstheater wird überhaupt von vielen Künstlern frequentiert, die offenen Geistes sind. Es ist ein Sammelbecken, das, was man heute einen multikulturellen Ort nennt, und das spiegelt sich auch im Werk Jean-Philippe Rameaus wider. Er lässt sich nicht systematisch auf ein ernstes Register reduzieren. Das ist essentiell für die Entwicklung Rameaus und seiner Musik. Er will seinem Publikum Freude bereiten. Wenn niemand die Musik spielt und wenn niemand die Musik hört, nun, dann gibt es sie nicht. Das Jahrmarktstheater war meine Chance. Ich wollte meine Musiktheorie demonstrieren und gleichzeitig das Publikum unterhalten und erfreuen. Und das hat funktioniert. Meine Musik wurde gehört und war erfolgreich. Doch hier in Paris gehen die wichtigen Leute in die Oper. Die kann man nur dort überzeugen. Nur kommt unser einer da nicht so einfach hinein. Es fehlte mir an einem Fürsprecher. Ich war praktisch mittellos. Und fast 40 war ich auch schon. 10 Jahre sollten vergehen, bis ich meine erste Oper schreiben konnte. Hippolyte de Aricie. Um eine Oper zu schaffen, muss man eine vertonbare Geschichte in der Hand haben. Ich machte mich daher nach einem Autoren auf die Suche oder auf die Jagd. Ich brauchte einen außergewöhnlichen Schriftsteller. Jemanden, der mutig genug war, einem nahezu unbekannten Komponisten einen Text zu liefern. Er müsste ein wenig verrückt sein und sich auf dieses Abenteuer einlassen, ohne eine einzige Note gehört zu haben. Er müsste ein so hohes Ansehen besitzen, dass er mir in der Oper zum Durchbruch verhelfen könnte. Ich glaubte fest an meinen Traum, aber ich war der Einzige. Doch endlich fand ich einen Librettisten, und zwar wiederum auf dem Jahrmarkt, im Gefolge meines Freundes Piron. Es war der Abbé Pellegrin, ein Mann der Kirche, dem allerdings verboten war, die Messe zu lesen. Wenn auch nicht am Bischofssitz, so war er doch sehr beliebt in der Opernwelt. Pellegrin willigte in meinen Vorschlag ein. Allerdings musste ich ihm eine Bürgschaft über 500 Livres ausstellen. So wollte er für den Fall eines Fiaskos vorsorgen. Doch nachdem er einer Probe beigewohnt hatte, zerriss Pellegrin den Schuldschein. Die Musik zur Hippolyte de Aricie hatte ihn überzeugt. Das Schlimmste stand mir indes noch bevor. Die Konfrontation der Musiker mit meiner Partitur. Ihr kennt sicher den zweiten Akt von Hippolyte, in dem es in die Hölle geht. Dann werdet ihr verstehen, was ich zur damaligen Zeit durchmachen musste.
Vermutlich ist Rameau in dieser Zeit innerlich aufgewühlt, nervös, voller Erwartungen. Immerhin ist er schon 50, für damalige Verhältnisse ein recht fortgeschrittenes Alter. Dann findet die Uraufführung von Hippolyte et Aricie in der Pariser Oper statt. Und es kommt zum Eklat. Das Publikum versteht nicht. Die Zeitungen schreiben schon, bei der Ouvertüre habe sich eine Totenstille über den Saal gelegt. Und das Stück wird nur unter größten Schwierigkeiten zu Ende gespielt. Rameau wird vorgeworfen, er habe zu viele Noten, zu viel Begleitung, zu viele Stimmen, zu viel von allem. Er trüge zu dick auf. Wo man hinschaut, Schnörkel und Effekte. Das ist zu viel. Einige Sänger hatten bereits die Proben boykottiert. Das Ganze war ihnen zu anspruchsvoll. Sie sagten, es sei nicht realisierbar. Das frustrierte Rameau sehr, denn ihn interessierte es ja zu experimentieren, Neues zu finden, Dinge zu bringen, die man nie gehört hatte. Doch er überfordert. Die Sänger fanden meine Musik zu pirouettenreich, zu neu, zu gewaltig. Vielmehr war es so, dass die Ausführenden der Musik nicht genügten. Ich wollte diese Oper, ich brauchte sie und ich hatte mich ihr gewidmet. Doch willigte ich einen Passagen zu kürzen. Es ist nun mal so. Niemand beginnt in relativ hohem Alter seine wahre Existenz ohne Zweifel, ohne gewisse Kompromisse einzugehen. Ohne eine kompositorische Kühnheit für einen Stümper zu streichen, der eines Tages darum betteln wird, sie zu singen. In Rameaus erster Oper gibt es das berühmte Parzentrio. Gegen Ende des zweiten Aktes, des Höllenaktes. Die drei Schicksalsgöttinnen, die geradewegs aus der Hölle kommen, stoßen eine üble Prophezeiung aus. Bei Rameau ein Männertrio, Tenor, Bass und Kontratenor. Das Ganze ist gepaart mit völlig irrsinnigen Instrumentalpartien. Sie sind enharmonisch angelegt. Das Parzentrio wurde dann herausgenommen, denn die Sänger kamen damit einfach nicht zurecht. Die Halbtonmodulationen waren so kompliziert, dass es schon ein extrem gut geschultes Ohr brauchte, um neben den anderen Stimmen den richtigen Ton zu treffen. Diese Tonfarben, die Intonation, die Mehrstimmigkeit verlangten einem viel ab. Das wollte geübt sein. Es ist ein sehr schwieriges Trio. Rameau musste seine Komposition dann vereinfachen, denn die Musiker waren dieser Neuartigkeit schlicht nicht gewachsen. Die Premiere von Hippolyte et Aricie war grauenvoll. Ich wollte die Herzen der Zuhörer erreichen, und die sagten, ihnen schmerzten die Ohren. Ich befürchtete schon, dass man die Oper nach nur einer Aufführung absetzen würde. Ich war verloren. Ich wollte aufgeben. Er wollte das Publikum mit dieser ersten Oper eigentlich beeindrucken, was ihm auch gelang. Aber entweder die Menschen liebten sie, weil sie so schillernd und weil sie so pompös war, oder sie hassten sie gerade deshalb. Auf jeden Fall löste das Werk eine Schockwelle aus. Als Jean-Philippe Rameau 1733 sein erstes Bühnenwerk vorlegt, steht das Operndrama à la Française alleine da. Ganz Europa brennt für die italienische Oper, die überall gespielt wird, nur nicht in Frankreich. Hier gibt es die höfische französische Oper, die auf den Komponisten Jean-Baptiste Lully und die Regentschaft Ludwigs XIV. Zurückgeht.
Der Sonnenkönig hatte einen französischen Nationalstil als Symbol für den Ruhm seines Reiches gefordert. Jean-Baptiste Lully gründete daraufhin die Königliche Musikakademie, das Pariser Opernhaus. Und er setzte die italienische Oper vor die Tür. Die französische Barockoper bringt Meisterwerke hervor, doch ihre Regeln und Strukturen entwickeln sich seit 60 Jahren kaum weiter. Diese Opern sind durchweg große Dramen. Komödien oder gar gewöhnliche Stoffe sind an der Königlichen Musikakademie verboten. Auf der Bühne steht Leidenschaft nur Helden und Göttern zu und wird dementsprechend voller Pathos vorgetragen. Doch das Publikum ist dessen müde und hört gar nicht mehr richtig hin. Doch das konservative Lager pocht auf die Einhaltung der Tradition. Wer es wagt, das strenge Regelwerk Jean-Baptiste Lullys zu missachten, wird an den Pranger gestellt. Die kühnen, melodischen Bögen und gewagten Harmonien Rameaus lösen in den Pariser Musik- und intellektuellen Kreisen eine Kontroverse aus, die Jahre dauern wird. Die neuen Ideen jedoch sind nicht mehr aufzuhalten. In literarischer Hinsicht ist Hippolyte Aricie überholt, doch die Musik löste starke Gefühle aus. So etwas hatte man noch nicht gehört. Man ist der Ästhetik Lullys derart verhaftet, dass die Musik Rameaus als Bedrohung erscheint. Sie sprengt alles Gewohnte, sämtliche ästhetischen Vorgaben. Das Selbstverständnis funktioniert nicht mehr und das Publikum ist völlig verunsichert. Jean-Philippe Rameaus Erstlingswerk löst also einen nachhaltigen Disput aus zwischen den Lullisten und den Ramisten, den ersten Anhängern Rameaus. Voltaire prägte für sie den Begriff Ramoneur, also Schornsteinfeger. Es hieß, er löse ein anarchisches Chaos im Orchester aus. Rameau hatte schnell den Ruf weg, seine Opern speziell für das Orchester zu komponieren. Und das in einer Zeit, in der noch der Sänger der alleinige Star war. Die Kompositionen Lullys wurden immer noch viel gespielt und seine Anhänger, seine Erben, waren verständlicherweise schockiert und irritiert. Der französische Geist, die Grazie, die Rhetorik, all das erfuhr mit Hippolyte Aricie eine derartige Missbilligung. Und dennoch spürte man, dieses Genie, das sich da mitgeteilt hatte, ist zu einmalig, zu eigenartig und zu wichtig, als dass man es ignorieren könnte. Und mit der Zeit entwickelt das Publikum ein Verständnis für diese neue Musik, diese neue Ästhetik. Und einige schließen sich sogar zusammen, um Rameau zu unterstützen. Unterm Strich war Hippolyte dann doch ein Erfolg. Die Oper trug dazu bei, dass die Meinung der Öffentlichkeit bezüglich meiner Person von hier nach hier wanderte. Aber lasst euch nicht täuschen. Was immer ich auch seitdem veröffentliche. Der Hass der Ignoranten und Neider ist mir dabei sicher. Sie sagen, meine Musik sei brutal und theoretisch. Ich habe nicht das Glück zu gefallen. Nun denn, sei es drum. So kann ich wenigstens ungestört weiterschreiben.
Da bin ich nun ins Plaudern geraten. Ich bekomme Durst. Unsere Konversation führt meine Gedanken an einen Ort, der heute nicht mehr existiert. Vor einigen Jahren pflegte ich mein Abendessen in der Société du Caveau einzunehmen. Mit meinem Freund Piron und ein paar anderen Weggefährten. Trinkt ihr etwas? Bei diesen Abendessen lernte ich die meisten der Autoren kennen, mit denen ich später zusammenarbeitete. Plaudern unter Freunden, bei gutem Essen und schönem Wein. So taten wir es gern. Und wenn die Laune stimmte, trillerten wir ein Liedchen. Aber gewiss keine Arien. Das nicht. Nein, wir bevorzugten einen hübschen Kanon. Die Société du Caveau war eine Komponistenrunde, die nur aus Männern bestand. Sie bildete quasi das Gegenstück zu den literarischen Salons, die ja häufig von Frauen geleitet wurden. Man war also unter Männern und entsprechend grobschlächtig ging es dort zu. Man erzählte sich schlüpfrige Geschichten oder kritisierte sich gegenseitig. Jeder konnte seine Stücke vortragen in einer freundschaftlichen, um nicht zu sagen derben Atmosphäre. Es wurde gegessen, getrunken und natürlich gesungen. Aber was? Vermutlich Trinklieder, sogenannte Rundgesänge und Kanons. Jedermann singt doch gern einen Kanon. Es wird oft vergessen, dass ich einige komponiert habe. Es finden sich einige Beispiele im Kapitel über Komposition in meiner Harmonielehre. Der Kanon war für die Komponisten geistige Spielerei. Da konnten sie zeigen, dass sie ihr Handwerk beherrschten. In der Renaissance war das noch eine einfache Phrase, die in regelmäßigen Abständen neu beginnt und sich selbst überlagert. So entstand ein mehrstimmiges Werk, ausgehend von einer einzigen Melodie. Anders der Kanon, wie Rameau ihn praktizierte. Im Barock kam eine Schwierigkeit hinzu. Der Kanon sollte Gefühle auslösen. Und Rameaus Kanons sind richtige Kleinode. Man muss zwischen dem komplizierten, dem modulierenden Kanon und dem einfachen Kanon unterscheiden. Den kann jeder mitsingen, sofern einem die Melodie bekannt ist.
comme le coq est mort ou vent frais, vent du matin, comme Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das, das ist ganz lustig. 1, 2, 3 Dorfpfaffen, die wollten zur alten Margot. Ziemlich frivol, aber solche Kanons hat man in dieser Männerrunde wohl gesungen. Darunter auch einen, den wirklich jeder kennt, Frère Jacques. Bruder Jakob, das hat jeder schon mal gesungen. Es ist ein Welthit. Inzwischen hat sich bestätigt, dass dieser Kanon von Jean-Philippe Rameau komponiert wurde. Frère Jacques kann unmöglich von Rameau sein, denkt man doch. Das ist schon eine unglaubliche Geschichte. Als ich das herausfand, war meine Aufregung sehr groß. Und wie so oft hatte der Zufall seine Hand im Spiel. Ich las eine Arbeit von Isabelle Rouard über die Kunst des Basso Continuo, so der Titel eines Traktats von Rameau. Sie verweist darin auf ein Werk von François Francoeur, einen Klassiker der Musikwissenschaft, ein Überblickswerk für Blasinstrumente. Ein Exemplar dieses Buches habe Francoeur für eine Neuauflage mit kritischen Bemerkungen versehen und es würde Manuskriptseiten enthalten, in denen von Rameau die Rede sei. Auf die habe ich dann natürlich einen Blick geworfen. François Francoeur plante eine zweite Auflage seines Werkes, die jedoch nie zustande kommen sollte. Hier das Exemplar. Er wollte sie mit Musikbeispielen und Texten versehen. Und hier finden sich tatsächlich 4 Kanons von Rameau. Als ich das sah, war ich wie vom Blitz getroffen. Wie, 4 Kanons von Rameau? Das gibt's doch nicht. Kenne ich die schon? Wie sich zeigte, waren darunter 2, die ich bereits kannte und 2, von denen mir nicht klar gewesen war, dass sie aus der Feder Rameaus stammten. Grégoire est mort und das berühmte Frère Jacques. Grégoire est mort et ce fameux Frère Jacques, justement. Vor Aufregung habe ich am ganzen Körper gezittert. Mir brach der Schweiß aus. Ja, wirklich. Als nächstes stellte sich mir natürlich die Frage, kann man dieser Behauptung Glauben schenken? Ich sage ja, 100%ig. Erstens, weil Francoeur damals Geiger an der Pariser Oper und ein Zeitgenosse Rameaus war. Von diesen 4 Kanons sind 2 absolut verbürgt. Aber ein weiteres wichtiges Indiz ist, Frère Jacques wird 1811 erstmalig im Clé du Caveau abgedruckt. In dieser Sammlung sind alle Lieder verzeichnet, die damals im Caveau-Kreis gesungen wurden. Pierre Capelle hat das Verzeichnis herausgebracht. Er nannte diese Melodien Timbre. Und was finden wir da? Nun, Frère Jacques. Das heißt, ohne dass wir es wissen, wird rund um die Welt Rameau gesungen.
Nach der tumulthaften Aufnahme von Hippolyte et Aricie und der Polemik, mit der ich nach der Premiere überhäuft wurde, dachte ich, meine Muse bräuchte vielleicht etwas Ruhe. Was ganz im Vertrauen meinen Feinden natürlich gefallen hätte. Aber die gute Frau hatte 50 Jahre auf diesen Augenblick gewartet. Und sie wollte mehr. Doch auch ich wollte mehr, um ehrlich zu sein. Und so schrieb und schrieb ich immer weiter. Ich befand mich quasi in einem Zustand der Raserei. Les Courses d'Ampé 1734, Les Indes Galantes 1735, Castor et Pollux 1737, sowie Oden Pastoralen, dann Les Fêtes d'Ebe 1739. Les Indes Galantes war ein großer Erfolg, Castor et Pollux etwas weniger. Ich sollte mir eines Tages die Partitur erneut vorknöpfen. Und zwar den Chor insbesondere. Oh, pardon. Eine Harmonie. Gewährt mir nur einen Augenblick. Entschuldigt das Intermezzo. Wo waren wir? Oh ja. In dieser Schaffensperiode verfasste ich auch Werke zur Musiktheorie. Ihr möchtet gewiss über die Kunst des Basso Continuo parlieren? Ihr müsst keine Angst haben. Das war nur ein Scherz. Ich leide schon genug unter dem Ruf, ich sei ein zu gelehrter Komponist, den werde ich mich zu beflügeln hüten. Keine Frage, Jean-Philippe Rameau war als Theoretiker verschrien, seit er seine Harmonielehre 1722 veröffentlicht hatte. Diese Harmonielehre spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben. Seit ihrem Erscheinen gilt er als bedeutender Musiktheoretiker. Man mag sein Talent als Komponist anzweifeln. Außer Frage steht aber, dass er, ungeachtet der musikalischen Streitigkeiten, ein genialer Kenner seiner Materie ist. Seine Harmonielehre hat weitreichenden Einfluss. Sie wird überall unterrichtet und kopiert. Auf ihr gründet tatsächlich der Tonsatz des 19. Jahrhunderts.
Die Musiktheorie ist sein großes Anliegen. In seinem Leben gibt es zwei Leidenschaften, abgesehen von seiner Frau: die Musiktheorie und die Oper. Also bringt Rameau eine ganze Reihe von Schriften heraus, die Anerkennung finden, worum er sich auch bemüht. Denn er ist ehrgeizig. Er ist besessen von dem Wunsch zu zeigen, wie Musik funktioniert. Im Hinblick auf ihre Strukturen, den Aufbau, die Harmonien, die Sprache, um es kurz zu sagen. Er möchte die Gelehrten seiner Zeit ansprechen. Seine Theorie soll Teil der wissenschaftlichen Debatte werden. Die Kehrseite der Medaille ist, dass das Publikum und die Kollegen in ihm eben einen Wissenschaftler sehen. Und seinerzeit gehen Kunst und Wissenschaft nicht zusammen. Man ist entweder Künstler oder Gelehrter. Doch Rameau ist beides. Es hieß, das ist die Musik eines Geometers. Um die Harmonien zu verstehen, muss man Mathematiker sein. Diese Einschätzung ist vollkommen falsch. Sie stammt von Menschen ohne jedes Gespür für meine Musik. Wer in meinen Kompositionen kein Herz sieht und nur Berechnungen erkennen kann, schade um ihn und schade für mich. Aber ich muss doch bitten. Nehmen wir einmal die Klagearie von Telair. Wenn sie singt, hat das etwas von einem Vortrag über Mathematik. Da erkennt man doch ihre Verzweiflung. Besessen? Das bin ich, mag sein. Aber von der Musik. Und allein von der Musik. Ist es etwa meine Schuld, wenn die Königliche Akademie leichtere Sujets ablehnt? Wegen des überholten Regelwerks ist die Komödie eine Sache der Jahrmärkte und der Italiener. Aber da sich das nicht ändern lässt, kümmern wir uns nicht weiter um diese überholten Geschichten, die nichts mehr bedeuten. Und widmen uns stattdessen der Botschaft der Musik. Und möglicherweise gewinnt sie dadurch Freiheit.
Nun ist es schon spät geworden. Ich brauche etwas Ruhe. Vertagen wir uns doch. Jean-Philippe Rameau arbeitet 6 Jahre ohne Unterlass und beschert den Menschen während dieser Zeit glanzvolle Opernabende. Es gibt keinen, der auch nur eine Premiere verpassen würde. Nicht einmal seine Feinde. Aber die Konservativen wollen das Feld nicht räumen. 1739 komponiert Rameau Dardanus. Mit dieser Geschichte wollen der Komponist und sein Librettist einen Wandel herbeiführen. Der Stoff entspricht gar nicht den Vorgaben der Königlichen Musikakademie. Erzählt wird nicht von Göttern oder von Heldentaten, vielmehr ist es ein Spiel der Magie und der Fantasie. Ungeachtet der prächtigen Musik bricht das Buch mit sämtlichen Traditionen und löst wieder einen Skandal aus. Die Anfeindungen der Lulisten erreichen diesmal ein ungekanntes Maß an Hass und Boshaftigkeit. Rameau ist am Boden zerstört. Das war zu viel. 6 Jahre lang hatte ich alles gegeben. Diese Schlangen, die Lulisten, die Ramisten, die Pamphlete, die Intrigen, die Rousseaus. Das gesamte Gesindel sollte zum Teufel gehen. Angewidert beschloss ich, mich einige Zeit zurückzuziehen zu La Pouplinière, um mich aus diesem Hexenkessel zu befreien. Wie, ihr wisst nicht, von wem ich rede? Vom Marquis Le Riche de La Pouplinière natürlich. Lange Zeit war ich Leiter seines Privatorchesters. 5 Jahre lang bleibt Jean-Philippe Rameau der Opernwelt fern und widmet sich ganz seinem neuen Amt beim Marquis Le Riche de La Pouplinière in Paris. Ich hatte die Bekanntschaft von La Pouplinière über meinen Freund Piron gemacht. Oder war es doch Voltaire? Ach, ich weiß nicht mehr. Wie dem auch sei, der Marquis unterhielt ein ausgezeichnetes Privatorchester und war seinerzeit auf der Suche nach einem verdienten Mann für die Leitung seiner Hausmusik. Zufällig war auch die künftige Gemahlin des Marquis, Thérèse Day, eine Schülerin von mir. Sie wusste meinen Cembalo- und Harmonieunterricht sehr zu schätzen. Die Marquise de la Pouplinière, Thérèse Day, ist eine große Bewunderin Rameaus. Sie ist dem Geist der Aufklärung zugetan und greift eines Tages selbst zur Feder, um die Schrift Génération Harmonique ihres Cembalo-Lehrers zu verteidigen. Obwohl Jean-Philippe Rameau längst ein berühmter Mann ist, gibt er weiterhin Musikunterricht. Seine beiden Sammlungen von Cembalo-Stücken und deren Neuerungen, wie er sie in seiner Fingerschule einführt, finden große Beachtung. In Europa ist eine moderne Erziehung ohne eine musikalische zu jener Zeit eigentlich undenkbar. Und das Cembalo ist das Königsinstrument der vornehmen Gesellschaft. Jeder Musikkenner hatte ein Cembalo bei sich zu Hause stehen. Statt eines Plattenspieler, eines CD- oder MP3-Player besaß man ein Tasteninstrument. Und das Cembalo konnte das Opernerlebnis am ehesten heraufbeschwören. Diese Musikinstrumente sind häufig reich verziert und haben einen stolzen Preis. Das Cembalo war das Musikinstrument der Aristokratie. Nicht von ungefähr wurden sie in der Französischen Revolution öffentlich verbrannt. Die Entsprechung Adel, Cembalo, ist augenscheinlich.
In Paris findet Rameaus Cembalo- und Musikunterricht großen Zulauf. Außerdem kümmert er sich für den Marquis Le Riche de la Pouplinière um ein ganzes Privatorchester. Und das, obwohl er mit dem Komponieren und seinen theoretischen Schriften bereits voll ausgelastet ist. Warum hat Jean-Philippe Rameau diese Anstellung beim Marquis de la Pouplinière überhaupt angenommen? Seine Werke sind zu dieser Zeit fester Bestandteil des Spielplans der Pariser Oper. Aber der Komponist erhält nur einen winzigen Teil der Einnahmen und davon kann er nicht leben. Auch vom Verkauf seiner Partituren nicht. Einträglicher sind da schon seine Cembalo-, Orgel- und Kompositionsstunden. Aber selbst das reicht nicht aus. Er hat schließlich eine Familie zu ernähren und muss seiner Gemahlin einen gewissen Lebensstil finanzieren. Beim Marquis erhält Jean-Philippe Rameau ein festes Salär, aber sein Aufgabenbereich ist sehr umfangreich. Neben den Festen, die zu organisieren sind, muss er für die mondänen Abendessen im Hause La Pouplinière eigens Stücke komponieren. Er engagiert auch die Musiker für das Privatorchester des Marquis. Er leitet sie an und probt mit ihnen. Das alles ist sehr viel Arbeit. Beim Marquis erging es mir vorzüglich. Ich verfügte dort über ein herrliches Spielzeug. Ein ganzes Orchester, mit dem ich so lange in völliger Freiheit experimentieren konnte, bis alle Instrumente miteinander harmonierten. Es war mir eine große Hilfe für alles Nachfolgende. Das Besondere an der damaligen Zeit ist, und das beschränkt sich ja nicht nur auf Frankreich oder auf Rameau, aber über ihn sprechen wir jetzt. Das Besondere ist, dass die Musik, ähnlich wie das Kino im 20. Jahrhundert, als junge Kunst empfunden wird. Musikalisch ist zwar vieles von den alten Griechen überliefert, auch die gregorianischen Gesänge des Mittelalters leben fort, doch was die musikalische Praxis angeht, wird das meiste gerade erst entdeckt. Tonsatz, Orchestrierung, all das erlebt eine rasante Entwicklung. Im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert wird die Musik ähnlich erlebt wie zum Beispiel die Ankunft des Tonfilms, als Kunst im Umbruch. Jean-Philippe Rameau ist ein großer Pionier. Sein Ziel ist es, ausgehend von der Akustik ganz gezielte Wirkungen zu erzeugen. Ähnlich wie Charles Lebrun in der Malerei möchte Rameau ein Affekteregister erstellen, unter dem Aspekt der Harmonien und der Klangfarben. Mit ihnen beabsichtigt er beim Publikum ganz bestimmte Gefühle auszulösen. Zum Beispiel setzt er das Fagott auf eine sehr spezielle Art ein und er lässt zum ersten Mal Klarinetten im Orchester spielen. Rameau strebt nach Instrumentalfarben, die ungewohnt und in ihrer Art völlig neu sind. Er ist der erste große Meister der Instrumentalisierung in der französischen, wenn nicht der europäischen Musik überhaupt. In der Nais-Ouvertüre beispielsweise setzt er die Titanen mit Pauken und Trompeten in Szene. Durch diesen Kunstgriff schafft er eine absolut packende Situation.
Wir möchten mit unseren historischen Instrumenten der Klangwirkung des Originals näher kommen, dem Rhythmus, dem dramatischen Ausdruck. Ich meine, unser Ziel ist der erzeugte Effekt. Die großen Tragödinnen, die Sängerinnen wollten das. Wie ein Pfeil direkt ins Herz stechen. Und genau das beabsichtigte Rameau eben auch. Natürlichkeit. Natürlich im Gegensatz zu künstlich. Was kurios ist, denn um sie zu erzeugen, muss man sämtliche Kunstgriffe beherrschen. Natürlichkeit heißt, man darf nicht sehen, wie es gemacht ist. Jean-Philippe Rameau zieht sein ganzes musikalisches Wissen heran, um Gefühle umzusetzen und zu schaffen. Er will zeigen, dass seine Wissenschaft ihm dabei hilft, direkt ins Herz der Natur einzudringen. Wobei unter Natur nicht die Flora zu verstehen ist, sondern das menschliche Gefühl. Mit den Jahren kehrte wieder Ruhe ein. Von Zeit zu Zeit brachte sich die Königliche Akademie in Erinnerung, wenn die Wiederaufnahme eins meiner Werke anstand. So überarbeitete ich einige meiner Partituren, darunter beispielsweise Dardanus, 5 Jahre nach dem ersten Misserfolg. Ich hatte die grausame Zeit davor nicht vergessen. Doch die Leidenschaft für die Musik brannte in mir. Was sollte ich tun? Jene Jahre des Rückzugs, des relativen Rückzugs, hatten mich aufgerichtet. Ich war bereit für ein Erlebnis der angenehmeren Art und Weise. Ich fühlte mich nun leichter, liebenswürdig, obwohl das nicht gerade eine Eigenschaft ist, die man mir nachsagt. Im Jahr nach der Wiederaufführung von Dardanus erhielt ich kurz nacheinander 2 Aufträge aus Versailles. Ich hatte nie eine besondere Vorliebe für den Hof, doch Versailles umgibt noch immer die Aura des Sonnenkönigs, und von der fühlte ich mich angezogen. Ich ging also an den Hof, voller Neugierde und im Grunde auch sehr stolz auf mich.
Mit über 60 Jahren bricht Jean-Philippe Rameau zur Eroberung von Versailles auf. Die Königin, Maria Leschinska, hält bereits große Stücke auf ihn und lässt seine Kompositionen regelmäßig in ihren Privatkonzerten aufführen. Ludwig XV. Steht der Sinn mehr nach der Jagd und amorösen Abenteuern. Er langweilt sich in der Oper. Aber dann erfolgt sein erster königlicher Auftrag an Rameau anlässlich der Vermählung des Thronfolgers mit der Infantin von Spanien. Rameau komponiert eine Ballettkomödie zu einem etwas schwerfälligen Libretto Voltaires, die Prinzessin von Navarra. Während der tagelangen Feierlichkeiten wird im Spiegelsaal von Versailles ein Maskenball gegeben, der in die Geschichte eingehen soll. Alles, was bei Hofe Rang und Namen hat, ist versammelt. An diesem Abend entscheidet sich auch, wer die neue Favoritin des Königs wird. Ludwig XV. Umwirbt eine junge Dame namens Jeanne-Antoinette Poisson, die künftige Marquise de Pompadour. Feinsinnig und stilsicher wird sie in den folgenden Jahren ihren Einfluss geltend machen und so den Grundstein für die sprichwörtliche Aura der französischen Kunst legen. Zum Abschluss der Hochzeitsfeierlichkeiten beschert Rameau den Gästen noch ein ganz außergewöhnliches Ballet Buffon. Ein explosives, satirisches Tanzdrama, wie es der Hof nie gesehen hat und nie mehr sehen wird. Platée. Platée ist ein UFO in der französischen Operngeschichte. Ein komisches Lustspiel, welches von einem Lurch in Szene gesetzt wird. Oder besser gesagt, einer Sumpfnymphe, die Ähnlichkeit mit einem Frosch hat. Und diese lächerliche Nymphe will Jupiter verführen. Das war völlig neuartig. Eine groteske Ballettoper bei Hofe, das war man nicht gewohnt. Eigentlich war es undenkbar. Die höhere Gesellschaft bog sich vor Lachen wegen Fröschen, die im Chor quaken, einem Jupiter, der sich erst in eine Eule verwandelt und dann in einen Esel, der tatsächlich Ia, Ia ruft. Und dann diese liebestolle Sumpfnymphe. Das war revolutionär. Meine Feinde wollten ein Studienobjekt. Nun ja, ich gab ihnen einen Frosch. All meine Experimente, all meine Entdeckungen. Alles, was ich mit der Musik sagen will, steckt in Platée. Das Werk ist unglaublich reizvoll und wird auch heute noch gern gespielt, weil es einfach großartig funktioniert. Jean-Philippe Rameau arbeitet hier in Platée mit den herrlichsten Alliterationen, Lautmalereien wie Aber nicht nur der Text ist komisch. Das Quaken findet sich auch in der Musik wieder. Es ist Froschmusik. Was einem da von der Bühne entgegenkommt, ist wahrlich grotesk und extrem gewagt für einen Komponisten, der sich so seriös und methodisch gibt.
Jean-Philippe Rameau ist kein Autobiograf. Seine Schriften erzählen nichts über sein Leben. Aber in diesem einen Werk spricht er von sich, in Platé. Hier legt er einer Figur so einiges in den Mund, was von einem Komponisten stammen könnte, der Folie. Die Figur der Folie wird in der französischen Bühnenliteratur gerne eingesetzt. Sie geht auf die höfischen Tänze zurück, bei denen Könige und Hofstaat selbst mitwirkten. Sie ist nicht mit dem Narren zu verwechseln. Verrückt ist sie nicht. Die Folie steht für Amüsement, für Karneval, für Kreativität und Fantasie. In dieser Figur bringt Rameau sich selbst zum Ausdruck. Er sagt, die Folie steht für Kühnheit und eben das bin ich. Und was teile ich euch in meiner Kühnheit mit? Dass die Musik Vorrang hat. Nicht der Text, sondern die Musik schafft die Gefühle. Die Folie sagt, ich will mit dem Libretto einen Wettstreit veranstalten. Mal sehen, wer gewinnt. Wie etwa in dieser traurigen Stelle aus der Bravour-Arie: Dem Schmachten Apollos Daphne sich verweigert und Amor auf ihrem Grabe die Flamme erlosch. Also lauter getragene Verse mit geschlossenen O's. Und auf diese traurige Metrik, ganz im Stil eines Requiems, setzt Rameau eine spritzige italienische Gigue mit Kokotten und den komischsten Effekten. So führt er seinen Beweis. Die Musik erzeugt das Gefühl, nicht die Worte. Für die damalige Zeit ist das skandalös. Erst recht in Frankreich. Hier war der Dichter König und die Musik hatte zu dienen. Das ist ja unerhört, raunte man. In der Folie wendet sich der Künstler direkt an das Publikum und erklärt seine Kunst. Lui montre. Admeretus
Auch das ist Platé, eine Oper, die in die Arbeitsstube des Komponisten führt. Einmalig, da eine Lebensgeschichte, ohne Biografie. Die schwindelerregende Autobiografie des Künstlers, nicht des Menschen. Nach diesem Erfolg in Versailles wird Jean-Philippe Rameau 1745 zum königlichen Hofkomponisten ernannt und Ludwig XV. Gewährt ihm eine alljährliche Leibrente von 2000 Livres, auf Lebzeiten. 4 Jahre später stellt sich Rameau anlässlich der Wiederaufnahme von Platé erneut dem Pariser Opernpublikum und erntet diesmal Jubelstürme. Die Zeit des Rückzugs ist beendet. Im selben Jahr, Rameau geht inzwischen auf die 70 zu, entsteht Zoroastre, von freimaurerischen Ideen und dem Geist der Aufklärung geprägt. Wie immer findet auch Zoroastre Befürworter und Kritiker. Als der ewig Unverstandene entfacht Rameau erneut einen Streit. Une ardeur s'irrite par ma résistance pour me rapprocher ma fureur. Le cri m'unit sa voix au cri de l'innocence de l'abîme où je cours. Je vois la Alarme me nuit, tout jusqu'à ma puissance fait voler sur mes pas le trouble et le malheur. Cruel tyran qui régnait dans mon cœur, impitoyable haine, implacable vengeance, des remords dévorants, épargnez-moi l'honneur, ou cédez à leur violence. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wirkt die höfische Barockoper noch antiquierter als zuvor. Das Musikverständnis hat sich mit der Zeit gewandelt.
Es gibt Konzertsäle, in denen das Publikum für einen Platz zahlen muss und es nicht mehr nur aus Adeligen besteht. Sein Geschmack und seine Erwartungen bestimmen von nun an das Konzertprogramm. Gewinnbringend ist nur, was gefällt. Und die italienische Musik ist weiter auf dem Vormarsch. Im Konzert, aber auch in der Oper. Im Jahr 1752 löst der grandiose Erfolg einer Opera buffa des Italieners Giovanni Battista Pergolesi eine epochale Musikkontroverse in Paris aus. Den Buffonistenstreit. Auf der einen Seite positionieren sich die Anhänger der italienischen Musik. Sie sind begeistert von den Melodien und den modernen Inhalten der Opera buffa. Dagegen stehen die Hüter der französischen Tradition, die sich jetzt alle ausgerechnet hinter Rameau verschanzen. Rameau fühlt sich überrumpelt. Er wird ungewollt zur Galionsfigur im Kampf gegen das italienische Lager und deren Anführer. Jean-Jacques Rousseau. Lange schon attackiert der Philosoph den Komponisten und die französische Musik im Allgemeinen. Nach der Uraufführung von Castor et Pollux nannte Jean-Jacques Rousseau meine Musik barock, was nicht besonders freundlich gemeint war. Ich stelle mir vor, welcher Schauer ihn durchlief, als er das Wort sagte. Barock. Oh, herrje, der Himmel erblasst, wie Lully sagen würde. Ach, wenn nur die Caveau-Runde noch existieren würde. Piron und ich hätten wahrlich etwas zu lachen. Lest bei Rousseau nach, Monsieur. Er verachtet des Stil und Sujets der französischen Oper. Er verteidigt die Melodie, das ist sein großes Anliegen, und weigert sich doch, sie bei uns zu hören. Die italienische Musik, die ist sein Credo, das er beständig der französischen Musik entgegenhält. Meiner also. Meine Musik enthält eine neue Struktur, einen neuen Stil. Kann man nicht einfach akzeptieren, dass sie existiert? So wie jene, die aus Italien kommt, oder wie jene Telemanns in Hamburg oder die Händels in London. In der Musik liegt so viel Schönheit und unermesslicher Reichtum. All diese Querelen, sie ermüden mich. Warten wir es doch ab.
Mit dem Buffonistenstreit 1752 geht eine Ära zu Ende. In ganz Europa weicht die Barockästhetik nun dem klassischen Stil. Johann Sebastian Bach ist 1750 gestorben. Georg Friedrich Händel stirbt 1759. Jean-Philippe Rameau aber hat noch Zeit. Obwohl sich die musikalischen Vorlieben verändern, kann er weiterarbeiten. Und seine Werke werden gespielt. Auch mich wird eines Tages meine Muse wohl verlassen. Ermattet von den vielen Schlachten. Aber seid versichert. Noch ist der Augenblick nicht gekommen. Ich habe noch Pläne. Ein Jahr vor seinem Tod, im Jahre 1763, legt Jean-Philippe Rameau seine letzte Oper vor. Les Boréades. Ein letzter Gruß. Eine Musik, die überschäumt vor Leben und Einfallskraft. Mit 80 hat der Komponist seinem geliebten Publikum noch viel zu sagen. In Les Boréades steckt so viel Ungewohntes und Unerwartetes. Wenn ich an dieser Partitur arbeite, habe ich immer wieder die gleiche Erkenntnis. Und mein Orchester konnte diese unlängst bestätigen. Wir haben es hier mit einem Werk zu tun, das absolut genial ist. Wirklich überlegen. Und gleichzeitig absolut unspielbar. In weiten Teilen ist das schon sehr schwer. Das muss man erst mal spielen können. Ich kann mir gut ausmalen, ich stelle es mir oft vor, wie dieser 80-jährige Greis auf die Gesellschaft damals gewirkt haben muss. Ich war nicht dabei, das nicht. Aber dieser Mann, dieser Übermensch, schreibt eine so unglaublich raffinierte und durchdachte Musik. Ja, dieses Werk ist übermenschlich und ihr Urheber ist ein Übermensch. Am 12. September 1764 stirbt Jean-Philippe Rameau. Aber er gibt sich bis zum Schluss so rebellisch, wie man es von ihm kennt. So erzählt man, noch während seiner Krankheit auf dem Totenbett liegend, sollte er beichten und die Absolution erhalten. Erst weigert er sich, dann lenkt er ein. Also gut, der Priester möge kommen. Aber kaum ist dieser erschienen und beginnt zu singen, winkt Rameau gereizt ab. Nein, danke, Hochwürden, ihr singt falsch.
Vous chantez trop faux, l'abbé. Nun habt ihr wohl genug. Ich muss mich verabschieden. Die Wiederaufnahme von Platée wird sicher ein rauschender Erfolg. Die schlechten Zeiten sind vorbei. Ich fühle mich zurück. Rameau ist zurück. Wie sagt man gleich im Land von King George? Mademoiselle Salé, die in London für Händel getanzt hat, verriet es mir neulich. Ich fand den Ausdruck ganz wunderbar. Oh, wie ging er doch gleich? Ah, jetzt hab ich's. I am back. Schreibt das doch so, Monsieur, es würde mich freuen. Rameau is back. Gute Nacht, mein Freund.